Campfire der Ideen 2025 ist erstmal Geschichte. Wir zeigen euch ein paar Einblicke vor und hinter die Kulissen. Wenn dich das auch interessiert, dann bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Heute nicht nur mit Markus, sondern mit der Ela und dem Olli. Denn heute geht es um Campfire. Wir haben es geschafft, ne? Ja. Wir sind durch. Hat Spaß gemacht? Ja. Wie immer. Wie immer. Und worum es uns heute, glaube ich, geht, ist einfach ein paar Eindrücke zu zeigen und das Ganze eben von der Messe. Ne? Ja. Und ein paar Highlights. Willst du schon mal ein Highlight von dir verraten? Mein Highlight war tatsächlich die Tribüne. Also tatsächlich, wie viele Leute da waren, wie viele Leute uns mitgefeiert haben, mitgefiebert haben. Teilweise haben wir gehört, gab es auch Diskussionen im Publikum, welche Idee wohl die beste ist. Und das ist so das, was mein Herz quasi so ein bisschen anstößt und berührt, wo ich mir denke, ja geil, genau das wollen wir ja. Wir wollen ja alle mit reinnehmen. Bei dir? Ich fand es einfach geil, dass wir so viele Mentoren auf der Bühne hatten, die alle das Projekt unterstützen wollen. Ich meine, es wusste keiner, wir haben den Aufruf gemacht, kommt einfach. Und die Bühne war voll. Das fand ich richtig geil. Und dass du Leute hast, die das ganze Projekt halt einfach unterstützen. Ja, und ich habe euch so gespannt zugehört. Ich habe mir jetzt gar keine Gedanken gemacht, aber ich glaube, mein Highlight war vor allem danach diese Netzwerkveranstaltung, weil man da einfach sieht, wir waren da gar nicht mehr notwendig. Die reden alle miteinander. Ich glaube, dass das mit den Schilderchen cool war tatsächlich. Ja. Und plötzlich kommen alle zusammen und quatschen und tauschen sich aus. Das hat mich sehr, das ist eigentlich genau das, wo es dann hinauslaufen soll. Aber ich glaube, damit ihr euch jetzt auch ein Bild machen könnt, gehen wir das Ganze mal chronologisch vor und wir erzählen euch einfach mal ein bisschen, wie das alles gelaufen ist. Viel Spaß bei diesem Video. 29 tolle Einsendungen gab es dieses Jahr bei Campfire der Ideen und 3 von ihnen haben es auf die Bühne geschafft, denn sie wurden von euch gewählt. Und man sieht es schon, sie haben alle miteinander gesprochen, aber Aufregung war deutlich zu spüren. Und dann gab es noch letzte Agenda-Durchsprachen mit der hochrangigen Jury, diesmal mit dem Ingo Wagner von der Promobil, dem Maximilian Meyer, dem Geschäftsführer von SCA und auch ganz neu dabei in der Jury den Fingerhoots, den Happy Fingerhoots, ganz bekannt aus RTL 2, Bella Italia. Wir haben also noch mal kurz besprochen, wie die Agenda ablaufen wird und dann ging es auch gleich los. Und jetzt wurden wir auch langsam richtig nervös. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Camperinnen und Camper, herzlich willkommen zur großen Campfire der Ideenshow. Heute bestimmen wir zusammen, wer das große Rennen macht und den besten Pitch liefert. Freuen Sie sich auf spannende Ideen und deren Erfinder. Und jetzt begrüßen Sie zuerst mit einem tosenden Applaus unsere Gastgeber, Ela, Olli und Markus. Nach diesem wirklich herzlichen Empfang fiel es uns dann auch richtig einfach und empfanden es als große Ehre, diese Show durchmoderieren zu dürfen. Und wir haben alles erklärt, worum es bei Campfire der Ideen geht, wie die Spielregeln jetzt für die Pitches sind und haben aber auch den Gewinner zum Beispiel vom letzten Jahr eingeladen, um ihn ein bisschen erzählen zu lassen, was in der Zwischenzeit so alles passiert ist. Wir haben einen Videodreh zusammen gemacht, das hat mir super viel Spaß gemacht und war echt coole Erfahrung. Dann war ich noch auf weiteren Veranstaltungen, Messen unterwegs, habe dort überall den Ofen präsentiert. Es gab Höhen und Tiefen, was die Lieferketten und Produktion angeht, mit der Qualität, womit man ja gerade so als Startup auch sehr viel am Kämpfen ist. Und bin auf einem guten Weg und seit diesem Jahr mache ich das Ganze jetzt auch Vollzeit. Und das Publikum, das war wirklich richtig gut drauf und hat uns richtig klasse unterstützt da oben auf der Bühne. Und dann wollten wir die Kandidaten auch nicht mehr zu lange auf die Folter spannen und haben erstmal unsere Jury auf die Bühne gebeten, angefangen mit dem Maximilian Meyer, gefolgt von dem Ingo Wagner und last but not least natürlich die beiden sympathischen Happy Fingerhoots. Und dann ging es auch gleich los und wir begannen mit dem ersten Pitch und begonnen hat hier Oskar Janik, kommt hoch. Jetzt bitte ein ganz großer Applaus für die ersten. Beiden haben uns ein selbstnivellierendes Hubbett mitgebracht. Um was es sich da genau handelt, das seht ihr an bereits bestehenden Filmen, die verlinke ich natürlich sehr, sehr gerne, mussten sich dann nach ihren 3 Minuten Pitch aber auch harten Juryfragen stellen.
Und so erging es natürlich nicht nur Yannick und Oskar, sondern auch allen anderen Teilnehmern, wie zum Beispiel dem Benny, der hier einen sehr spannenden Tisch vorstellte. Und im Hintergrund seht ihr hier übrigens auch die sogenannten Mentoren. Das sind alles Leute aus den Social Medias, die sich bereit erklärt haben, Kämpfer der Ideen auch auf ihre Art und Weise zu unterstützen, sodass wir alle daraus ein Gemeinschaftsprojekt machen wollen und das im nächsten Jahr wahrscheinlich auch nochmal viel, viel spannender werden kann. Wir sind auf alle Fälle sehr gespannt. Und zu guter Letzt kamen noch Sonja und Matthias auf die Bühne, die in 3 Minuten ihren Frosch, den Frontscheibenabzieher, pitchten und sich anschließend auch der knallharten Jury stellten. Ja, und dann wurde es ernst, denn dann wurde abgestimmt, wer wird denn jetzt der Gewinner? Zum einen konnten die Zuschauer via QR-Code und einem TED abstimmen, dann bekam natürlich unsere Jury 3 Stimmen und unsere Mentoren hatten ebenfalls eine Stimmabgabe. Und damit wir alle genügend Zeit zum Abstimmen hatten, versüßte uns Marco Marsin die kleine Pause mit einem richtig coolen Song. Und dann stand das Ergebnis fest. Und die Freude, die war wirklich riesengroß. Und das Wunderschöne, was wir beobachten konnten, ist, dass es nicht nur bei den beiden so viel Freude gab, sondern dass es wirklich ein tolles Miteinander war. Jeder hat sich für den anderen gefreut. Man hat miteinander diskutiert und besprochen und gelacht und gefeiert und vor allem genetzwerkt. Und das haben wir später in der Aftershow-Party noch ein bisschen weitergeführt. Nein, also erstmal herzlichen Dank, Peter, dass wir überhaupt hier sein dürfen bei euch. Das ist für uns auch eine Ehre und das ist, wie du gerade selber gesagt hast, super gemütlich hier und ich hoffe, euch geht's hier gut und ihr fühlt euch hier wohl. Ja, und damit sich alle wohlfühlen, hat sich Eda etwas Besonderes einfallen lassen, denn sie hat extra noch Prosecco-Dosen auf Campfire branden lassen, die wir dann alle zum Anstoßen und zum Feiern hernehmen konnten. Und dann ging es los mit Gesprächen, mit Kennenlernen, mit wirklich Netzwerken, aber natürlich auch mit Produktvorstellungen. Jetzt konnten alle Camperinnen und Camper dazukommen und konnten sich die Sachen mal aus der Nähe ansehen, konnten da wirklich mal zulangen, es ausprobieren. Und es gab auch viele Videos, zum Beispiel von den lieben Kreuzfahrtcampern, die sich da wirklich ganz viel Mühe gegeben haben. An dieser Stelle herzlichen Dank und ich verlinke natürlich das Video sehr, sehr gerne hier oben und unten in der Videobeschreibung. So, und wir haben jetzt hier unsere Gewinner, Sonja und Matthias. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Wie fühlt ihr euch denn jetzt so? Super, wir freuen uns total, dass wir gewonnen haben heute. Mega! Und wie geht es jetzt weiter? Was ist jetzt so euer nächster Step? Erstmal nach Hause fahren und wahnsinnig freuen, weil wir ganz ehrlich super Zuspruch bekommen haben und überhaupt nicht damit gerechnet haben. Also wir haben schon gedacht, dass es ein cooles Produkt sein könnte, aber dass es so viele Leute Zuspruch haben, so viele Leute haben wollen, finden wir mega geil und deswegen erstmal nach Hause fahren, super freuen und dann dafür sorgen, dass die Dinger jetzt endlich bestellbar sind. Du nix? Und wir freuen uns dann nächste Woche auf der Selbstausbau stehen zu können mit den anderen und dann nochmal gemeinsam zusammen alles verkaufen. Bevor es aber dann nach Hause ging und danach auf die Selbstausbau, hatte Marco Marsin noch eine kleine Überraschung für die Gewinner. Ab dem Moment, wo es hieß, so, ihr habt gewonnen, habe ich sofort, oh, ich schreibe ein Lied. Und von dem Moment bis jetzt habe ich dieses Lied geschrieben. Es ist 7 Stunden lang. Aber es sagt alles, glaube ich.
Denn viele Fragen unserer Menschheit bleiben ungeklärt. Viele Antworten stehen in den Sternen. Doch auf eine Frage gibt es ab heute eine Antwort. Wie kann ich das Kondenswasser von der Frontscheibe entfernen? Ja, und auf der CMT gab es in diesem Jahr etwas ganz Besonderes, denn ganz neu kam die Selbstausbau hinzu. Von Donnerstag bis Sonntag konnte man in der Halle C1 Selbstausbauer-Themen begutachten und einen großen Stand von Campfire der Ideen, den die CMT freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und hier gab es nicht nur Popcorn. So, wer hat Bock auf Popcorn? Okay, bitteschön, lasst euch schmecken. Sondern unsere Teilnehmer konnten sich auch mal den Messebesuchern stellen. Und wie es ihnen dabei ergangen hat, das habe ich einfach mal nachgefragt. ZipMac, jetzt pass auf. Wie hat es euch gegangen von Campfire, Anfang der Bewerbung, über die Show bis hierher? Was hat sich entwickelt, wie ist passiert, wie war der Messestand, was sagst du? Also, Campfire selber, super Idee. Höhle der Löwen schaue ich eh mal an und das war ja das Pendant dazu für die Camper. Mega cool. Super Connections getroffen oder genau haben sich ergeben. Hier der Stand total super. Ich fand es auch total klasse, dass wir hier alle zusammen von Campfire waren. Wir haben hier ein super Team. Wir haben tolle Leute kennengelernt. Die Messe hat uns die Möglichkeit gegeben, dass viele ungeklärte Fragen auf Kundenseite konnten wir vor Ort klären und man muss es sich anschauen. Also unser Produkt ist tatsächlich erklärungsbedürftig, ne, wenn man die Leiste selber so sieht. Erklär doch mal in einer Minute, was passiert denn hier bei euch? Also das ist eigentlich total simpel. Jeder, der eine Markise hat, hat eine Kederschiene. So, jetzt habe ich die Wahl, kann ich ein Sonnensegel, Regensegel hier einhängen, dann ist finito, dann kann ich nichts mehr machen. Weil die Kederschiene dann besetzt ist. Ne? Genau. Und mit unserer genialen, innovativen Lösung kann ich die ganze Kederschiene bestücken in diesen 48 cm Teilen. Hat ein gutes Packmaß. Ich verbinde die mit so Verbindern, dann ist es ganz starr. Und dann kann ich die innen wie außen komplett verwenden. Das ist ZipMac. Eine coole Lösung, tatsächlich. Und kommt super bei den Kunden an, also die sind begeistert. Das freut mich sehr. Das heißt, ihr müsst jetzt ein bisschen überlegen, was ihr nächstes Jahr macht, weil es wäre klasse, wenn ihr wieder dabei wärt. Wir müssen nochmal kommen, allein schon wegen unseren Mitstreitern. Also wir würden uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank für das kurze Segment und euch weiterhin viel Erfolg. Danke für die super, super tolle Arbeit mit euch zusammen und Campfire. Freut mich, Dankeschön. Hey Benny, bist du schon fertig oder was? Du, wir wären mit der Kamera da. Oh nee. Du, sag mir mal, ich glaube, das Campfire war anstrengend für den Benny. Benny, sag mal, es ist wahnsinnig kuschelig mit dir. Ich war ab 8 Uhr auf dem Messestand, durchgehend bis abends um 19:30 Uhr. Und wir glauben ihm kein Wort. Jeder hat mich gefunden. Benny, sag uns mal ganz kurz, was ist denn der Sinn hier von dem, was du hier präsentiert hast eigentlich? Was hast du denn da? Eine aufblasbare Küche. Für was braucht man eine aufblasbare Küche? Also, nee, man sieht ja jetzt schon, die ist wirklich klein, wenn sie nicht aufgepumpt ist. Was wiegt das Ding? 7 Kilogramm. 7 Kilo, okay. Ich will aber nur ein bisschen runter. Ich kann noch mal 1,5 Kilo runter. Ja. Das heißt, ich kann es schon mal gut verstauen. Ich kann es im Auto gut verstauen, im Keller. Und wie sieht es aus, wenn es aufgepumpt ist? Leg los. Okay. Und? Schon hart, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das war's. Irre. Ja. Ah, genau. Brauchen wir auch noch Wasser. Ja, Wasser brauchen wir auch noch. Ja, Wasserhahn. Okay. Da brauchen wir Wasser auch. Naja, brauchst jetzt nicht, aber ich glaube, wir können es uns vorstellen. Ja, das heißt. Guck mal, da wird Wasser kommen. Ja, dann mach, komm. Also, was hat es mit dem Bett auf sich? Also das Bett. Ja. Na, das Bett ist ganz simpel. Ich wollte eigentlich ein Bett haben, wo man die verschiedenen Zonen sich da anpassen kann vom Druck. Und vor allem, das muss super leicht, super klein sein, weil ich will ja mit der ganzen Küche, mit dem Bett und dem Ganzen um die Welt reisen können genauso. Oder in meinem gemütlichen Caddy oder was weiß ich, jedes Auto, Sitze nur umklappen und dann muss ich gucken, wie von der Küche, da liegt dann das Bett quasi auf, und von der Küche dann rüber geht bis zu meiner Sitzbank. Und dazwischen darf es nicht einknicken und ich will ja nichts irgendwie kaputt machen. Und alles zusammen darf nicht schwerer sein wie maximal 24 Kilo. Warum? Weil sonst können wir nicht mehr um die Welt reisen. Nee, aber ernsthaft, hat sich was getan für dich, oder? Ja, genau. Ich war ja jetzt ja nicht für die Endkunden hier, sondern ich war ja eigentlich bei den Firmen, ganz andauernd bei den anderen Messeständen von den Firmen, von den größeren, weil die unterschiedliche Projekte dann zugeschmissen haben und möchten da Verschiedenes sehen. Also für mich war das super. Können wir mit dir nächstes Jahr wieder rechnen? Hast du wieder was in Planung? Kommen neue Produkte oder sagst du, das war's mit Campfire? Mit Campfire? Campfire.
Ob das war's? Nö, ja, du weißt ja, produktetechnisch kommt ja andauernd mir jeden Tag eine neue Idee. Also ihr könnt also quasi jede Woche ein neues Campfire machen. Ja. Hey, apropos, hast du schon gesehen, ihr habt einen geilen Thermodruck. Nee, jetzt hör auf, das ist keine Verkaufsshow. Benny, vielen Dank und dir weiterhin viel Erfolg, ja? Schlag auf Schlag. Hubert, also nicht, dass ihr der Hubert seid, Oskar und Janek, aber also Kämpfer der Ideen. Ihr habt eingereicht, ihr habt eure Idee präsentiert. Sagt doch mal ganz kurz, um was handelt es sich? Was hat es mit eurem Bett auf sich? Ja, also wir haben ein ganz neues System entwickelt, das einfach starr ist, mit Trapezspindel, das überall anhalten kann, stabil ist. Und das Geilste ist, wir können einfach auf Knopfdruck nivellieren, das Bett richtet sich ins Wasser aus, das ist eigentlich unser Feature. Und mit dem sind wir angetreten. Und ihr wart ja sogar auf der Bühne, ne? Was hat sich denn seitdem getan hier auf dem Stand? Hat es euch was gebracht? Absolut. Also wir hatten super Andrang. Die ersten Tage haben wir richtig viele gute Kontakte geknüpft und so weiter und haben jetzt auch echt einige, die Interesse dran haben. Das heißt für uns mega geil die Idee, dass wir hier auch ausstellen durften und ein bisschen bekannter geworden sind, weil Marketing, naja, hinkt mir noch ein bisschen hinterher, aber mega. Ist ja auch schwieriger, aber das muss man sich zeitlich leisten können, aber natürlich auch finanziell leisten können. Ne? Jetzt ist das ja schon eine Lösung, wo ich auch gemerkt habe, das ist ja nicht nur für den Endkonsumenten, also für den Selbstausbau, sondern vielleicht für die Industrie auch interessant. Habt ihr da auch ein bisschen Kontakte knüpfen können schon? Oder könnt ihr noch nichts verraten? Schwierig. Ja, waren schon die ersten Firmen da, sogar sehr große, wo wir überrascht waren. Ja, und auch kleinere Ausbauer, wo gesagt haben, mega das System, also das könnten wir uns vorstellen. Schauen wir mal, was es noch bringt an Kontakte. Ich drücke euch da ganz fest die Daumen. Wir bleiben da hoffentlich in Kontakt, weil das wollen wir natürlich wissen, was da passiert. Und vielleicht können wir uns ja nächstes Jahr bei einer neuen Idee wieder treffen. Habt ihr da schon was im Köpfchen? Fleißig am Überlegen, aber... Ja, fleißig am Überlegen. Wir haben jetzt gerade eine Idee, das ist quasi so ein bisschen eine Weiterentwicklung. Da sind wir gerade noch ein bisschen dran, aber mal gucken, ob wir das dann bis nächstes Jahr spruchreif kriegen. Voll cool. Hey, dann wünsche ich euch toi 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 und alles Gute damit und freue mich schon jetzt, wenn wir uns bald wiedersehen. Gell? Alles Gute euch. Super. Dankeschön. Der Benny. Gefühlt sind nur noch Bennys um mich herum. Das macht es mir natürlich leicht. Benny, du warst auch mit auf der Bühne. Erklär uns noch mal ganz kurz, was ist das Produkt? Also wir haben den Eurobooks Klapptisch gemacht. Hier liegt er so als Deckel auf der Eurobooks drauf und drunter verstecken sich die Klappfüße und hier vor uns steht er als aufgebauter Tisch dann. Das ist eigentlich unser ganzes Produkt. Und es ist immer wieder auf der Messe war es so, dass ich es immer wieder mal brumm gehört habe und voller Schocken bin. Und dann habe ich mir gedacht, hey, was war das? Aber das ist, wie ihr euren Tisch aufbauen könnt. Ne? Genau. Darf ich das mal ausprobieren? Selbstverständlich, halt gerne. Komm, ich halte dir. Ich muss einfach nur runter, oder wie? Mit einem kräftigen Ruck runter. Hey! Zack! Das meine ich. Du Benny, jetzt erzähl mir mal, was hat sich denn seit der Show für dich alles getan hier auf dem Stand? Hat sich's rentiert, meinst du? Also, es war Wahnsinn, ja. Also wir haben wahnsinnig gute Zusprüche bekommen. Wir hatten sogar viele Leute, die haben unseren kleinen Tisch noch so cool gefunden, dass wir jetzt uns entschieden haben, den nehmen wir auch mit ins Programm auf. Und also wahnsinnig viele positive Rückmeldungen, ja, doch. Der würde ja eigentlich wahnsinnig gut auf den Tisch, auf die Küche vom Benny, vom anderen Benny passen, richtig? Selbstverständlich. Und deswegen machen wir den da auch noch passend drauf. Ernsthaft dass jetzt? Das auf die Küche dann läuft und auf der Küche bei ihm dann auch noch der Klapptisch sozusagen gleich wieder mit integriert ist. Ja, voll cool. Und man muss auch sagen, der Benny ist einer, der immer dafür gesorgt hat, wenn wir schon alle weg waren, dass die Popcornmaschine sauber ist, dass hier gesaugt wurde. Du warst da federführend verantwortlich, glaube ich, gell? Und ihr habt da alles super zusammengearbeitet. Das hat mir eigentlich am besten gefallen, wie ihr alle am Stand hier harmoniert habt. Und ich glaube, ihr habt zusammen auch alle richtig Spaß gehabt, oder? Kann man so sagen? Das war super, ja, genau. Also wir haben auch ja jeder, der mal irgendwo weg war vom Stand, hat der eine sein anderes Produkt mit präsentiert oder so. Das lief also Hand in Hand, war ein super cooles Team, doch. Perfekt. Hey, und wir bringen natürlich jetzt alles auf den Marktplatz, damit ihr auch genau wisst, wo ihr die einzelnen Produkte findet. Das heißt, ihr könnt einfach auf Campfire der Ideen gehen, da gibt es den Marktplatz und dort verlinken wir dann überall zu den Produkten, weil das ist auch immer eine Rückfrage, die wir ganz oft bekommen, wo finde ich denn die ganzen Artikel? Und damit wollen wir euch natürlich helfen. Und jetzt wünsche ich dir und euch natürlich auch noch weiterhin ganz viel Erfolg und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr auch wiedersehen und dass in deinem Köpfchen schon wieder irgendwas brodelt, aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Klaro sagt irgendeine nächste Idee haben wir auf jeden Fall, perfekt. Die steht schon in den Startlöchern. Dann freue ich mich drauf. Euch alles Gute und bis bald dann. Wir sagen auch Dankeschön. So, und der Laurenz, der musste leider schon weg und ich bin ein bisschen zu spät, ihn zu interviewen. Der Laurenz hat sich eine Idee einfallen lassen und zwar den E-Scooter, den ich da mit dieser Halterung immer an meinen Van oder mein Wohnmobil hängen kann. Und ich habe das bei mir im Auto schon dran und da haben ganz viele von euch nachgefragt. Deswegen werde ich den
Laurenz an anderer Stelle einfach nochmal interviewen und ich mache dann nochmal ein extra Video, wo ich euch zeige, wie das alles funktioniert und wie das alles passt und wie zufrieden ich damit bin. Denn auch hier hat sich schon wieder einiges im Gegensatz zu den Prototypen entwickelt und deswegen bin ich selber schon ganz aufgeregt. Also Laurenz, an dieser Stelle ganz liebe Grüße, sauschön, dass du so lange da warst und das alles auch so toll mit unterstützt hast. Die Gewinner von Campfire der Ideen. Wir haben ja schon ein bisschen was gehört von euch, wie die Show war und so weiter, aber jetzt würde mich interessieren, wie waren denn jetzt die Messetage für euch? Es war der Wahnsinn. Wir wurden überrannt. Habt ihr schon verkaufen können oder habt ihr noch nichts dabei gehabt? Also man hört es an meiner Stimme, ich habe viel verkauft. Am Ende habe ich viel geredet, weil wir waren am ersten Tag relativ bald ausverkauft. Mittags rum gab es keinen mehr und dann habe ich nur noch geredet und die Leute haben gesagt, jetzt hör doch auf zu reden, ich will einen kaufen. Da habe ich gesagt, tut mir leid, kann man nur noch online bestellen. Aber also meine Stimme ist jetzt weg, aber wir haben auch einige verkauft. Also dann war es eigentlich ein voller Erfolg. Habt ihr auch ein bisschen Feedback schon bekommen von den Kunden? Wie gehen sie damit um? Kriegt ihr da auch Ideen mit? Also wir hatten echt super gutes Feedback von den meisten. Viele haben auch nach dieser Abziehlippe gefragt, ob man die austauschen kann. Die Frage kam ja auch dann nach unserem Pitch. Da sind wir eigentlich immer gut drauf eingegangen. Genau, das war so eigentlich die häufigste Frage. Was hattest du noch? Und richtig gut war, 2 kamen heute Morgen und haben gesagt, sie haben hier auf dem Parkplatz übernachtet, heute Morgen gleich ausprobiert, waren total happy. Fand ich richtig gut. Der eine meinte, er hat mit der Seitenscheibe angefangen. Bei der Seitenscheibe, muss man sagen, funktioniert es nicht so gut. Und dann war er erst total enttäuscht und dann hat er die Frontscheibe gemacht und festgestellt, okay, deswegen heißt das Ding also Frontscheibenabzieher, weil er eben sehr gut bei der Frontscheibe geht und nicht so gut bei der Seitenscheibe. Hey, das freut mich riesig für euch und ich kann euch sagen, ich habe es nämlich auch schon ausprobiert, weil ich hier auch schon ein kleines Exemplar zur Seite schnappen konnte und ich war auch richtig zufrieden und es hat richtig gut funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, entlassen wir euch, ihr müsst nach Hause, ne? Aber super schön, dass ihr dabei wart. Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, dass ihr euch fürs nächste Jahr irgendwas anderes überlegt, weil das war so cool mit euch allen hier und ich will ungern auf euch verzichten nächstes Jahr. Vielleicht ist da was. Ja, danke für die Chance, das war wirklich mega und der Wettbewerb hier ist voll zu empfehlen. Also wenn ihr Ideen habt, reicht sie ein. Mega genial. Okay, also, aber das heißt, ihr habt auch schon wieder was im Kopf und seid nächstes Jahr vielleicht wieder mit am Start? Bestimmt. Man hat immer irgendwas Verrücktes im Kopf, aber ob wir nochmal so einen Punkt landen, weiß ich noch nicht. Ich wünsche es euch auf alle Fälle und jetzt wünsche ich euch ein bisschen Regeneration und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Danke. Und jetzt ist auch schon wieder alles rum. Ich bin abfahrbereit. Bisschen fertig, ehrlicherweise, so sehe ich wahrscheinlich auch aus. Aber ich kann sagen, es war wahnsinnig schön mit euch allen. An der Stelle herzlichen Dank. An erster Stelle natürlich an Ela und Olli. Es macht wahnsinnig viel Spaß mit euch zusammen. An die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vor allem auch an die Sponsoren, die diese grandiosen Gewinne zum Beispiel auch zur Verfügung stellen können. Das war richtig, richtig schön und ich glaube auch eine tolle Wertschätzung für die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dann will ich noch der CMT Danke sagen, denn ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ihr helft uns so, ihr unterstützt uns, ihr gebt uns eure Bühne im wahrsten Sinne des Wortes, den Messestand. Das ist wirklich richtig klasse und ich hoffe, dass wir da gemeinsam noch ganz, ganz viele schöne Campfire der Ideenschauen abfeiern werden. Jetzt bin ich gespannt, wenn ihr noch Fragen habt, sehr gerne mit euch ab in die Kommentare. Lasst super gerne ein Like da. Das ist nicht für mich, sondern das ist heute für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und an der Stelle vorab an dich schon mal ganz herzlichen Dank. Und jetzt würde ich sagen, wenn du es noch nicht gemacht hast, gerne den Kanal abonnieren und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Egal wohin auch immer ihr reist, ich wünsche euch ganz, ganz schöne Touren und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute und vielen Dank fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.